Interimsmanagement ist eine neue Form des Managements. Es bedeutet die Übernahme von Führungsfunktion auf Zeit. Der Interimsmanager ist üblicherweise im Rahmen eines freiberuflichen Verhältnisses für den Kunden tätig. Ein Unternehmensberater kommt zu dem auftraggebenden Unternehmen, er analysiert, er konzipiert und dann präsentiert er seine Lösungen. Ein Interimsmanager hingegen kommt, er analysiert die Situation, er konzipiert die Lösung mit den anderen Managern zusammen, präsentiert die Ergebnisse und ist dann für die Umsetzung mitverantwortlich. Also ist kurz ausgedrückt ein echter Manager. Mit dem Aufkommen der New Economy, der Vielzahl der jungen und kleinen Unternehmen, gab es plötzlich einen Bedarf an Teilzeitführungskräften, die zu der Verbreitung und der Einführung des Berufsbilds Interimsmanagement geführt haben. Beide heißen Manager, wenn man jedoch genauer hinschaut, verbergen sich dahinter doch in der Regel im Durchschnitt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ich male jetzt ein bisschen schwarz-weiß, um die Unterschiede besser herauszuarbeiten. Ein Interimsmanager ist ein Sprinter, ein permanenter oder angestellter Manager ist ein Dauerläufer. Ein Interimsmanager löst bestehende Strukturen schnell auf und schafft neue. Ein angestellter Manager erhält diese Strukturen und verändert sie nur graduell. Im Wesentlichen sind es zwei Situationen, die immer wieder zur Auftragsvergabe an Interimsmanager führen. Das ist erstens ein Bedarf an mehr Kapazität oder der Bedarf seitens des Kunden, bestehende Kapazität zu ersetzen. Und Beispiele dafür wären: Sie übernehmen ein Unternehmen und brauchen, um diese Unternehmensübernahme durchführen zu können, eine Due Diligence und brauchen mehr an Finanzkapazität und stellen einen Interimsmanager ein für ein paar Monate. Ein Beispiel für den Ersatz von Kapazitäten wäre folgendes: Sie übernehmen ein Unternehmen und dieses Unternehmen hat einen CFO, den Sie nicht mehr vertrauen und der muss aus Ihrer Sicht kurzfristig ersetzt werden. Ein Interimsmanager steht Ihnen kurzfristig bereit und kann die Aufgaben dieses lokalen CFOs wahrnehmen. Der Einsatz eines Interimsmanagers macht nur dann Sinn, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat. Es macht weiters nur dann Sinn, wenn es sich um eine Aufgabe mit hoher Dringlichkeit handelt und die in einem Zeitfenster von 6 bis 12 Monaten gelöst werden kann. Wenn diese Voraussetzungen nicht da sind, dann denke ich, macht der Einsatz eines Interimsmanagers keinen Sinn. Interimsmandate findet man in der Größenordnung von 3 bis 18 Monaten. Üblicherweise allerdings dauern diese Mandate zwischen 6 und 12 Monaten. Schauen Sie, als Manager ist man wie ein Arzt. Ist man ein junger Arzt, dann muss man eine Reihe von teuren und langen Tests machen, um dann eine Diagnose stellen zu können. Sind Sie Intensivmediziner, der jeden Tag 3 Patienten sieht und das über Jahre, dann entwickeln Sie eine Fähigkeit, ein Know-how, sofort zu erkennen, was zu tun ist und woran es liegt. Und als Interimsmanager sind Sie de facto ein Intensivmediziner, der Gefühl und Know-how entwickelt hat, was zu tun ist. Am häufigsten werden Interimsmandate im Finanzbereich vergeben. Ich möchte hier erwähnen den Hauptbuchhalter, den Leiter Rechnungswesen, kaufmännischer Leiter, CFO und kaufmännischer CEO. Andere Bereiche, die durch Interimsmandate regelmäßig besetzt werden, sind der Produktionsleiter, COO, der Leiter IT und Human Resource Manager.